Hallo und willkommen bei Arna Rides. Wir befinden uns heute in unserer Freiluftwerkstatt auf der grünen Wiese. Einfach deswegen, weil hier die Lichtverhältnisse viel besser sind als im Keller. Im heutigen Video möchten wir euch zeigen, wie man eine Bremse richtig reinigt. Tut die Bremse beim Bremsen quietschen oder schleifen, kann es richtig unangenehm werden, weil die Bremse die volle Leistung nicht erbringen kann und das kann unter Umständen lebensgefährlich werden. Amir zeigt euch zudem im zweiten Teil des Videos, wie man eine Kette richtig wachst und was der Unterschied ist zwischen einem herkömmlichen Kettenöl und einem Kettenwachs. Das seht ihr nämlich gleich nach dem Intro. Ahmed, wir müssen ja eigentlich hier wirklich arbeiten, das ganze Rad abbauen und so. Ja, was denkst du denn? Weil ich dachte, YouTuber sein ist ganz einfach. Ja, dachte ich auch, aber stellt sich heraus, man muss tatsächlich für die Videos arbeiten. Ja, wir fangen an mit das Rad müssen wir abbauen. Du kannst dir aussuchen, ob du hinten oder vorne anfangen willst. Machen wir beides. Beides, ja, beides. Ja, so, während Amir hier mit dem Aufwärmen beginnt, zeige ich euch, wie sich das bei meinem Fahrrad anhört. Seit der letzten Fahrt im freien Gelände quietscht die Bremse, schleift die Bremse und ich zeige euch mal jetzt in der Einblendung, wie sich das anhört. Kann es losgehen? Geht los. Kann ich aufnehmen? Du kannst das aufnehmen. Schaut gut aus. Das schaut gut aus. Jetzt bauen wir das Hinterrad aus. Da kommen wir nämlich leichter zu unserer Scheibenbremse. Die werden wir dann reinigen. So, Amir hat die Räder jetzt abmontiert. Jetzt kommen wir leicht an die Bremsbeläge, an den Bremssattel. Quietschen die Bremsen, kann es zwei Gründe geben. Entweder sind die Bremsbeläge verdreckt oder verglast. Wenn man die Bremsbeläge gereinigt hat und die Bremse quietscht dann immer noch, hat man keine andere Möglichkeit, als die Bremsbeläge zu wechseln. Bei mir sind die neu, also bin ich guter Dinge, dass Reinigen Erfolg bringen wird. Aber ob sich das so herausstellt, sehen wir dann später, nachdem wir alles gereinigt haben. Die Bremsbeläge schauen ein bisschen verschlissen aus, sind aber immer noch in einem grünen Bereich. Wir werden sie jetzt reinigen und mit Schmirgelpapier die Schicht bearbeiten. So, wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil der Reinigung von den Bremsen und dazu wird Amir die oberste Schicht von den Bremsbelägen mit dem Schmirgelpapier behandeln, um die Schmutzoberfläche ein bisschen zu reinigen und dann sehen wir weiter. Wir nehmen also einen Bremsbelag und versuchen langsam die obere Schicht wegzuschmirgeln. Alternativ zum Schmirgelpapier kann man auch eine Feile nehmen. Wir machen das jetzt so lange, bis sich die Farbe vom Bremsbelag etwas verändert hat. 3 hours later. Bist immer noch nicht fertig? Ja, ist gleich fertig. Fertig? Ja, wir sind fertig. Jetzt werden wir die Bremsscheiben ordentlich reinigen. Dazu nehmen wir uns einen Bremsscheibenreiniger von Makov. Welchen ihr tatsächlich nehmt, ist eigentlich egal. Hauptsache, er tut die Arbeit. Danach werden wir die Bremssattel ordentlich besprühen und ausputzen, damit das alles schön sauber ist. Im nächsten Schritt wird Amir die Bremsscheiben abmontieren, einfach damit wir die besser reinigen können. Aha! Auf los geht's los! Nachdem wir die Bremsscheiben abgebaut haben, werden wir sie jetzt ordentlich mit einem Bremsscheibenreiniger reinigen, auf beiden Seiten, und danach gehen wir mit einem Mikrofasertuch durch, damit wir das Ganze auch ordentlich sauber kriegen. So, wichtig beim Ausputzen von den Bremsscheiben ist, dass es ein ordentlich sauberes Tuch ist. Es darf kein Fett oder Öl drauf kommen, weil sonst ist die ganze Arbeit umsonst gewesen.
Gleiche machen wir jetzt auch mit der zweiten Scheibe. Wir sind fertig mit den Bremsscheiben. Jetzt nehmen wir uns die Bremssattel vor. Die werden wir nämlich jetzt auch ordentlich einsprühen und durchputzen. Gut, jetzt haben wir alles sauber bekommen und werden es natürlich auch wieder zusammenbauen. So, Amir ist jetzt fertig geworden mit dem Reinigen. Wichtig zu wissen, falls ihr die Bremse gedrückt habt, während ihr hier alles ausgebaut habt, müsst ihr die Kolben mit einem Kolbenspreizer spreizen auseinander. Sonst kann es sein, dass die Bremse nicht wieder eingebaut werden kann. Wir haben hier nichts gedrückt und nichts verändert, also können wir einfach alles wieder so wie gehabt einbauen. Man, this shit is messing with my Die Bremsscheiben sind montiert und jetzt montieren wir wieder die Bremsbacken. Das Rad ist montiert und jetzt testen wir auch, ob die Bremse funktioniert und ob da nichts schleift. Schauen wir mal, ob die Bremse auch funktioniert, so wie es sein sollte. So, die Bremsen sind gereinigt, das Fahrrad ist wieder zusammengebaut und jetzt bleibt nur noch über, das Fahrrad in echt zu prüfen und zu schauen, ob irgendetwas schleift oder quietscht. Und wenn ja, dann geben wir einfach Amir die Schuld. So, ab zum Test. Klippst du dein Mikrofon wieder an die Bremse an? Jawohl. So, Mikro ist an der Bremse. Sehr gut. Ich kann jetzt schon sagen, es quietscht und schleift nichts mehr. Arbeiten erfolgreich absolviert. Und jetzt gehen wir zum Kettenwachsen über.